Hallo Leute und herzlich willkommen zum neuen Video, dem letzten aus der Sylt-Reihe. Wie ich schon gesagt habe, wird das Video ein bisschen kürzer als die vorherigen, da wir am letzten Tag nur einen kurzen Spaziergang gemacht haben. Ich das halt aber nicht an Teil 2 hinten ranhängen wollte, weil der ja eh schon recht lang war. Ja, achso, bevor ich es vergesse, wenn ihr, wie ich, das Problem habt, dass bei YouTube die Untertitel verschwinden, wenn die Fortschrittsanzeige verschwindet, ihr könnt also die Untertitel bewegen. Ihr nehmt die einfach kurz, bewegt die ein kleines Stück und dann verschwinden die nicht mehr. Es ist ein bisschen blöd, dass die jetzt kleiner sind, aber ich finde, es geht noch. Und ich habe das Gefühl, die automatische Übersetzung ist jetzt besser, zum Beispiel bei den Outtakes und so. Ja gut, genug geredet, jetzt zum Video. An Tag 3 sind wir eigentlich nach Hause gefahren, aber das Ticket für einen Autozug war erst um 10 oder so gültig und davor war im Hotel halt schon Checkout. Also, falls es irgendeiner nicht weiß, Sylt ist eine Insel und offensichtlich kann man nicht mit dem Auto übers Meer fahren. Von Römö aus gibt es eine Fähre, aber wer von Deutschland aus auf die Insel will, muss über den Hindenburgdamm. Das ist ein Eisenbahndamm, der Sylt mit dem Festland verbindet und wie Eisenbahn schon vermuten lässt, ist der nur für Züge. Gibt einen Personenzug, also einen, wenn ich mich nicht irre, und 2 Autozüge. Das heißt, man kauft ein Ticket, fährt dann mit dem Auto auf so eine Art Güterzug und fährt dann mit dem Zug über das Wattenmeer. Und das Ticket für diesen Zug ging halt erst am Vormittag, also sind wir ein Stück aus Morsum, wo das Hotel war, raus an die Küste zum Morsum Cliff. Das ist wieder mal eine Cliffküste, die sich zwischen dem Hindenburgdamm und Morsum erstreckt. Bei weitem nicht so besucht wie das Rote Cliff und jetzt auch nicht so spektakulär, aber trotzdem ganz schön. Man kann auch nur auf einem bestimmten Weg oben auf dem Cliff langlaufen, weil das ein Naturschutzgebiet ist. Aber als wir da waren, war eh Ebbe. Das heißt, unten am Strand war Watt. Und zwar kein Sand, sondern Schlickwatt. Also wassergetränktes, stinkendes Matschwatt. Da will man nicht unbedingt langlaufen. Zumindest nicht, wenn man erst am Abend wieder duschen kann. Nein, für die Vögel. So. Nein. Ich hätte jetzt überhaupt keine Rede, Na, als wir auf euch im Auto gewartet haben, Nils. Ja, das ist das Cliff. Also hat schon einen Grund, warum das Rote Cliff stärker frequentiert wird. Ist vielleicht ein bisschen spannender. Ein ganz kleines bisschen. Ganz klein. Okay, lassen wir das. Aber es war leer und der Weg war eigentlich ganz interessant. Ich habe da irgendwas sagen wollen, aber ich weiß beim besten Willen nicht mehr was. Ich glaube, da war eine Abbruchkante oder es ging halt steil runter oder so. Oder es ist wie in der Picardie einfach ein Teil des Weges abgestürzt. Ich meine, dass Küsten sich verändern und dass Steilküsten abbrechen, ist jetzt ja keine Überraschung. Ob das beim Morsum Cliff auch der Fall ist, weiß ich nicht, weil ich nicht weiß, ob bei Hochwasser das Wasser bis ans Cliff kommt. Also sieht mit dem Gras da unten jetzt eher nicht so aus.
aber heißt nicht, dass das Ding nicht trotzdem abbrechen kann oder so. Aber konkret was dazu gefunden habe ich jetzt spontan im Internet nicht. Und hier hat irgendwer seine Aggression an der Infotafel ausgelassen. Vielleicht hat sich auch einer mit ganz viel hoch draufgeschmissen, I don't know. Und das sind keine Kratzer, das sind Splitter, Leute. Irgendwer hat es geschafft, diesen Hartplastikschutz oder was auch immer das ist, bis zur Unkenntlichkeit zu zerstören. Also man konnte wirklich kaum noch etwas lesen. Und das fand ich sehr schlimm. Denn wenn ich eine Infotafel sehe, muss alles, was darauf steht, gelesen werden. Und wenn es 30 eng beschriebene Tafeln auf Französisch sind und ich 3 Stunden zum Entziffern brauche, es wird gelesen. War jetzt hier leider nicht mehr möglich. Ich habe mich damit getröstet, dass auf Sylt sowieso auf jeder Infotafel gefühlt mehr oder weniger dasselbe steht. Ständig Neues entdecken. Na, guck das mal an, ist halt nix. Ist halt flach. Fun Fact. Ja, den Fun Fact konnten wir jetzt leider nicht mehr hören. Ich habe ihn auch vergessen. Wir sind dann nach dem kurzen Spaziergang zurück zum Auto und nach Westerland. Und hier seht ihr jetzt, wie es aussieht, wenn man im Bahnhof auf diesen Autozug fährt. Und das ist nicht etwa eine Rampe oder so, das ist der Zug. Also der ist wirklich so klapprig. Aber der fährt auch bei weitem nicht so schnell wie so ein Güterzug. Kann er auch gar nicht, weil dann fallen die Autos runter. Die sind dann nämlich nicht gesichert. Ja, aber deswegen darf das Auto auch nur ein bestimmtes Gewicht haben, weil das sonst zu viel Gewicht für den Zug ist. Und da sind wir nun auf dem Damm. Bei der Hinfahrt sah das ein bisschen spektakulärer aus, weil da war Flut. Ja, aber dass da jetzt die Wellen gegen den Bahndamm peitschen, ist auch bei Hochwasser nicht der Fall. Der Damm hat Bohlen und Bepflanzungen als Wellenbrecher. Bei Flut sieht man halt das Meer und jetzt nur die Pfützen, die die Ebbe zurückgelassen hat. Aber auf der Hinfahrt war die Kamera im Kofferraum und da kommt man während der Zugfahrt nicht ran. Man darf währenddessen nämlich nicht aussteigen. Und das war es auch schon wieder mit dem Video. Ich hatte zu Anfang befürchtet, dass es längentechnisch nur 4 Minuten oder so zu schaffen. Aber gerade sieht es wirklich so aus, als könnte ich mein Goal von mindestens 10 Minuten einhalten. Ja, es war ein sehr auditives Video, aber ist ja auch mal interessant. Das letzte Video war sehr visuell mit den Wellen, also was für die Augen. Und jetzt gibt es halt was für die Ohren. Und dieses Video ist etwas Besonderes, denn zum ersten Mal seit langem hat Camtasia mich nicht an den Rand der Verzweiflung getrieben, sondern mich sogar positiv überrascht. Es war sehr diesig an dem Tag und folglich waren die Aufnahmen etwas grau. Da konnte dann auch die tolle Farbauflösung der Kamera nichts mehr ändern. Und ich bin begeistert, wie gut der Graufilter das wieder gerichtet hat. Das sieht halt wirklich viel satter und auch realitätsnah aus als auf der Kamera. Ich bin wirklich begeistert. Ja, was nächste Woche sein wird, weiß ich noch nicht genau, denn mein Vorrat an Rohmaterial ist aufgebraucht. Wahrscheinlich aber nach einem halben Jahr wieder Flying Hummel. Ich will ja auch seit Ewigkeit Black Sugar neu überarbeiten. Mal schauen, ob sich da was tut. Und ich plane noch was, will das aber jetzt noch nicht spoilern, weil ich noch nicht weiß, ob ich es wirklich umsetzen werde. Und vielleicht kommt noch ein Geburtstagsspecial, weil ich werde nächste Woche 18. Ja, das war's auch schon mit dem Video, bis auf die Outtakes halt. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like, Kommentar oder Abo oder alles davon da und bis zum nächsten Mal.
Aber das Ticket im Hotel war erst... Nee, das Ticket vom Autozug. Nicht vom Hotel. Für den Autozug. Meine Güte. So, da konnte man... Ach, scheiße. Ah, naja, gut. Haben wir ein paar mehr Outtakes. Ich habe die Stelle im Text verloren, wo ich war. Hilfe. Ah, wo bin ich? Ah, da, genau. Ich bin einfach begeistert. Scheiße, das klingt nicht. Irgendwie, keine Ahnung, ist heute der Wurm drin.